Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, heute wollen wir mal das Thema durchnehmen in Rollenspiel, Emotionen. Emotionen kann man in Rollenspiel schon ähm, hinein sich versetzen und hineindenken, aber es ist schwierig in der Hinsicht, weil jedes Land oder jede Gruppe, sagen wir es mal so, ähm, es anders da möchte. Ich bin eher kurz und bündig. Also was heißt kurz und bündig, ist eigentlich auch ein bisschen übertrieben jetzt in den Hinsichten. Zum Beispiel, ähm, ich gebe jetzt mal ein Beispiel und mache hier mal in Sternchen, ne? Schaue dich an und schenke dir ein Lächeln. Ich weiß, ich schreibe es jetzt wieder falsch, aber egal. Ähm, Warum sieht man das jetzt nicht? Ach, ist wieder eine Verzögerung drin. Okay. Ähm, Warum auch immer die Verzögerung drin sein mag. Okay, es mag an Second Life denken. So, das wäre auf eine Art und Weise meins, was ich aber auch so, das ist in viele sagen dazu im OCC, das heißt, das denke ich, das fühle ich in dem Moment, ne? Und ja, und die anderen möchten das aber auch, wie mein Schatz gerade schreibt, der hält sich heute ein bisschen im Hintergrund, weil sonst würde er sich zum größten Teil nur aufregen. Ähm, und die meisten wollen aber auch zum größten Teil das ausgeschrieben haben in langen Sätzen. Und das kann ich wieder nicht. Da muss ich wieder Bist, mal da hier. bist du, da bist du nicht die Einzige, die das nicht kann. Erstmal hallo allerseits. Ich kann es auch nicht, weil wenn ich zu lange Romane schreibe, entweder ist da mein Partner eingeschlafen oder mir tun die Finger weh. Äh, Das ist nicht wirklich das erste, aber eher das zweite, ne? Das würde die Fingern wehtun, ne? Und über die Schulter merkt, dass keiner hinter mir steht. Warum setzt sich komischer Gesicht? Ähm, ja, also so richtig Art vom Rollenspiel erklären in Second Life. Wie gesagt, das kann man nicht so wirklich, weil verschiedenes anderes Land will es verschieden haben. Am besten ist wirklich, ihr guckt dann und springt dann dahin und so weiter und so fort und guckt, was die Regeln sind. Ja, und was jedes Sim so haben möchte. Ja, ähm, Emotionen kann man in langen Sätzen schreiben, man kann sie aber auch in kurzen Sätzen schreiben. Und für lange Sätze zu schreiben, bin ich raus. Bin ich und Schatz sind mir da raus. Wenn wir zum Beispiel auf dem Feld stehen und wir stehen da auf dem Feld und zum Beispiel und tun da ein Feld ernten, würden mal tun oder so, dann sieht man das ja. Da muss man es ja nicht schreiben. Ja, man sieht ja in der Hinsicht, was wir dann tun. Oder in der Hinsicht, wenn mein Schatz in Schmiede ist und schmiedet die sich da irgendwie ein, was weiß ich, ein Beil oder hast du nicht gesehen, dann sieht man ja, dass er was da tut. Ja? Und das ist ganz schlecht zu erklären, Emotionen im Rollenspiel. Man kann es wer richtig gut da drinne ist und der kann das auch sehr gut rüberbringen. Aber gerade dieses Schreiben und dieses lange Schreiben und Ausschreiben und tun,
Da muss ich ehrlich zugestehen, da sind wir beide raus. Wir machen das in kurzen und Sätzen und ich muss mich da sowieso erst wieder reinfinden, weil wir beide sind so unterschiedlich in der Hinsichten. Mein Mann will ein ganz anderes Rollenspiel denken hat er wie ich. Ne? Und das muss euch Leuten auch mal ein bisschen klar sein, weil jeder definiert Roleplay anders. Am besten wird sein, man denkt sich einen Charakter aus, mit dem man sich eventuell verbindet oder keine Ahnung oder ne, Richtig. so einen kleinen Spiegel, meinetwegen wie Sandy zum Beispiel Hofdame oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Ne, Rasse ist natürlich Mensch bei ihr. Rassen könnt ihr euch auch noch aussuchen und so weiter und so fort. Und erst wenn das alles steht, ne, dann macht doch mal euer eigenes Roleplay. SL ist so groß und da ist es mir eigentlich persönlich Wumpe, auf welcher Sim ich bin. Richtig. So mache ich es halt. Ne? Also Richtig. ich brauche dafür keine vorgeschriebene Sim, die mir irgendwas vorgaukeln wollen, von wegen Gefühlen und so weiter. Die hätten gerne einen Gefühlschat mäßig, also mal eine kleine Anforderung, den Typen würde ich gerne mal haben, der sowas mal machen will. Ich hätte gerne sowas mal im Interview, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gerne sowas mal im Interview, wenn einer mal weiß, wie es geht, gerne mal ran. Naja, es hat ja jetzt nicht mit Emotionen und mit Lächeln oder sonst was zu tun. Es hat ja mit den ganzen Emotionen zu tun. Was man in dem Moment dann tut, ist ja auch schon eine Emotion. Ja, wenn ich zum Beispiel Nein, Wein nein, nein, einschenke, ist ja auch eine Emotion. nein. Wenn ich jemanden Wein einschenke, ist es keine Emotion, das ist ein Tun, das ist ein Machen. Eigentlich ja, aber andere, so habe ich's immer, so weiß ich's noch im Hintergrund, dass einige das ausgeschrieben haben wollen, ich schenke jetzt Wein ein und richtig in langgezogenen Sätzen. Ja, und der Mag Markt sein. oder wie auch immer in unheimlich lang geschriebenen, ausgefühlten Sätzen. Ich frage mich in dem Moment immer, welches Buch haben die gelesen? Ja, wenn ich zum Beispiel ein bisschen, ich lese nicht unbedingt viele Bücher. Ich kann überhaupt auch nicht so großartig, also lesen kann ich schon, aber ich kann mit 'n gelesenen Buch jetzt wirklich nichts anfangen. Weil bei mir wäre es so, 'ne kleine Privatgeschichte, wenn ich ein Buch heute anfangen würde, ich habe das durch meine verschiedenen Krankheiten wieder vergessen. Ich müsste von vorne wieder anfangen, um die Geschichte wieder zu verstehen. Ich kann mich besser hineinverdenken, wenn es ein Hörbuch ist. Also in Hörbüchern kann mein Kopf ganz anders damit umgehen, weil man richtig drinne ist in der Situation als wie in dem geschriebenen Buch. Aber noch nicht immer in den verschiedenen Hörbüchern, die ich bis jetzt gehört habe, gibt so langgezogene Sätze. Ja, wer sie machen kann und wer sie gut machen kann und kann damit sehr mit gut umgehen, den werden wir beide generell nicht verteufeln. Na, Weder, weder, es ist weder, halt jeder seinen anderen Weg, aber dann bitte nicht wundern, warum keine Leute auf die Sim kommen. naja, immer nicht alles so negativ sehen. Das Negative hat man genug. Man muss es nicht weiterhin ausfügen. Jeder macht seine anderen Geschichten. Der eine schreibt es gerne lang, der andere schreibt, wir beide schreiben es gerne kurz. Die anderen tun die Emotionen, was sie tun und was sie denken und so weiter und so fort in langen Sätzen umschreiben. Vielleicht finden wir in weiterer Zukunft, deshalb habe ich 'ne Playliste gemacht mit Rollenspiel. Vielleicht finden wir in weiterer Zukunft noch jemanden oder 'ne Sim oder so, wo auch wirklich die Leute dann in dem Moment dann auch mal da sind und nicht off sind, ne, wo man in der Hinsicht ein bisschen im OCC, also ich würde mich dann im Hintergrund halten und würde dann oder wir beide würden uns ich zumindestens, ich weiß nicht, was mein Schatz dann in dem Moment machen würde, aber ich würde dann das OCC überm Kopf behalten. Das heißt, ich würde mich erst gar nicht da einklinken wollen, was die machen. Ne? Die sollen ihr zeigen, was sie an dieser Art von Rollenspiel denken und machen und wie sie eventuell wollen.
Wie gesagt, vielleicht tut sich ja jemand da draußen mal kurz per Notizkarte oder IM, wie auch immer, an mich oder an Zippo wenden. Hier, wir haben eine SIM, wir hätten, ihr hättet die Möglichkeit, mal zu gucken, wie so ein Rollenspiel abläuft. Ja, es Wäre eine ist, Möglichkeit. ist viel Gerede momentan, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht am besten, wie man Emotionen jetzt wirklich ausgesprochen in Second Life machen könnte. Weil Second Life ist an sich schon so zwiespaltig und so vielfältig. Ja, Richtig. man, bei uns beide ist zum Beispiel wie das große Glück, ich von Leuten, die im Rollenspiel her kenne. Ja, die sind nicht nur wie wir beide auch, nicht nur in SL zusammen. Gut, wir leben noch nicht in RL zusammen, aber wir sind in RL zusammen. Ne? Wir haben uns in beidseitigen Situationen schon getroffen und es hat gleich Peng gemacht. Also von Smiley mal so nebenbei. Aber es gibt, ne, und die machen dann, wo ich sie kennengelernt habe zum Beispiel, die haben sich auch im Rollenspiel in der Hinsicht kennengelernt. Second Life ist auf eine Art und Weise, das ganze Second Life, wenn man so will, ist auf eine Art und Weise irgendwie ein bisschen was mit Rollenspiel zu tun hat. Ja, man kann sich ja, wie mein Schatz schon sagt, als Vampir, was er ist, machen. Man kann sich als Drachen und ach, was weiß ich noch alle machen. Ne? Meerjungfrau und so, was ich auch noch bin und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten, ja. Ach, deswegen der Fischgeruch. Alles klar. Ja, Ja, also dann weiß ich, was es demnächst bei mir zu essen gibt. Fischstäbchen. Nicht? Gut. zum Beispiel. Gut. Ich weiß, ich habe jetzt Smiley natürlich wieder falsch geschrieben, aber egal. Ne, das wäre so ein bisschen für uns beide so ein bisschen ein kurzes in diese kurze Art von Emotionen. Ne, ich könnte jetzt auch sagen, habe ein Lachen im Gesicht. Punkt und etwas Lachfalten oder so. Wie gesagt, da sind wir momentan noch ein ziemlich ein bisschen, ja, das wäre natürlich auch noch ein No-Go in, im Rollenspiel, wenn man im Mittelalter geht, die Gesten. Ne? Die Gesten sollten und die müssen da schon aus sein. Sonst hätte man da jetzt gefühlte schon 20 IMs. Aber Obwohl es gäbe sogar eine Möglichkeit, aber das hat was mit den Köpfen zu tun, den Meshköpfen, weil man kann ja auch Emotionen, wie du zum Beispiel dieses Smiley, kann man ja auch über den Gesichtsausdruck machen, ne? Das weiß man. ja, das läuft aber random. Also Naja, klar. das Ja, läuft, aber das, man könnte das ja kontrollieren. Man kann das auf random einstellen, man kann das aber auch kontrollieren. das weiß ich jetzt noch wirklich nicht, wie man das macht, aber kann, Man kann, kann das weiß ich. kann sein, dass man das machen kann. Äh, Darüber könnte man auch Emotes irgendwie verteufeln oder machen oder tun. Würde auch funktionieren. Nur wer ja, macht das? richtig. Ne? Ne? Also keiner geht hin, ne, und stellt sich jetzt, sage ich mal, übertrieben so nah jetzt mal an die Tussi ran, ne, nur um zu sehen, welchen Gesichtsausdruck sie hat. Macht keiner. Er meint Macht zum keiner. Beispiel im Katwa-Kopf, den tue ich jetzt hier mal aufrufen, wenn ich das jetzt in der Schnelle hier finde. Moment, ich glaube, das ist der hier Das ist, glaube ich, der Animation, Animationsart, genau. Animationshat, ne? Ich mache mal hier das alles hier weg mit Inventar und ihr seht schon,
ihr seht schon hier an der Seite, ne, seht ihr die ganzen Emotionen. Die kann man natürlich jetzt steuern. Ich kann jetzt zum Beispiel den Kopf jetzt normalerweise mache ich den immer fest, dass der Kopf sich nicht großartig hin und her bewegt. Aber man könnte zum Beispiel jetzt hier auch locker machen, dass man sich nicht hinbewegt. Man könnte hier oben happy und neutral hinmachen. Ne, ich mache es immer ein bisschen, ich mache meistens die Emotionen so ein bisschen sexy, ne, und so weiter und so fort. Das Einzigste, was ich in den Emotionen aus habe, das ist das Zunge rausstrecken. Ansonsten habe ich zum größten Teil alle Animationen oder Emotionen, wie auch immer, an. Ne? Aber das macht keiner. Also, weil Richtig, dann müsste dann richtig, dann weil da müsste man ja ranzoomen, damit man ja richtig, genau sehen kann, welche Emotionen die richtig. Dame jetzt im Roleplay hat. Wenn sie zum Beispiel ein Glas Wein anschenkt, ob sie jetzt nur eher so, so Kauleiste nach unten, so trauriges Gesicht oder so 'n Happy-Gesicht macht, ne, oder so Ja, ähnlich. ne? Macht keiner, ne? So sind dann die Gesichtszüge, wenn ich so mal ein bisschen ranzoome ans Handy, ne? Das sind so meine. Jetzt lächelt sie so ein bisschen und natürlich, ne, so und jetzt machen wir's mal an Zippo, ne? So, Also, das sah lä eben geil aus. Das sah eben geil aus. Kaum sieht sie mich, kriegt sie erst mal Kinder nach unten. Das ist okay, geil. Das ist okay. geil. Das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, aber Ja, aber ich das hast du jetzt wieder wahrgenommen, ne? ja, ja, Weil ja, du es ja. besser gesehen hast. So, wie gesagt, Ja, aber kurze Rede, kurzer Sinn, also richtige Emotionen in Second Life, im diesen Hinsichten im Rollenspiel. Es ist aber auch wieder, wie gesagt, abhängig, was man jetzt wirklich machen will, ne? Sei es jetzt als normaler Mensch, wie Schatz und ich sind, ne, wie jeder andere auch. Da kann ich man bin so schon nicht. mal Smiley und lachen und so weiter und so fort. Aber sollte man dann 'ne anderfarbige, was weiß ich, blau, lila und hast du nicht gesehen, weil man ja nicht weiß, was sie da darstellen will oder so, dann sollte man eventuell vielleicht mal in der IM fragen, weil in der IM kann man ja Dinge nachfragen als wie im Öffentlichen oder so, ne? Na ja, der öffentliche Chat wird ja eh als RP genommen und IM, glaube ich, Richtig, als UTC oder so. genau, ne? Da kann man ja immer da kann man ja immer irgendwie nachfragen. Habe ich zwar nie gemacht, aber gut. Richtig. Ich habe mich meistens eher daneben gestellt oder so, ne? Und habe mal halt die Dinge ihren Lauf gelassen, habe mich zwar jetzt nicht eingemischt, ne? Wo ich jetzt mal so 'n Ding mal gesehen habe oder irgendwie so, habe ich mich auch gern mal habe ich mich auch gern mal eingemischt, na klar. Aber sonst, bin ich auch einer, der sich da so 'n bisschen erst mal hinsetzt und erst mal guckt, wie die Sache läuft. Okay. Ne, also so mache ich's halt, ne? Und da anhand wenn man jetzt andere beim RP sieht, oder mal beobachtet, man darf es auch übrigens, dann kriegt man auch mit, machen die jetzt mit Emotionen rein und so weiter und so fort. Ist halt viel gelesen. Ne? Und ich war jetzt vor Kurzem mal zum Beispiel, dass ihr mal so angucken könnt, wie das so ist. Ihr könnt dann hinspringen zum Beispiel und könnt dann ähm, hier zu einer Sim hinspringen, ne, und habt dann wenn ihr Besucher seid, ne, habt ihr dann hier zum Beispiel dieses OC, ne, da steht ja auch Besucher und dann haben sie entweder eine ganze Reihe Liste an Regeln und hat man nicht gesehen, was man machen darf und was nicht. Und ja, einfach mal, wie gesagt, die Gruppe, die kostet ja nichts, ne? Die Gruppe hier, wo ist sie? Wo habe ich sie? Hier, deutsche Rollenspielkommi äh, rein, die kostet ja nichts beitreten und hier beitreten, Profil beitreten, ne? Und dann kriegt ihr dann mal
Gruppennachrichten, wo ist was los, wo ist nichts los, wer sucht was. Es gibt auch Dinger oder Ländereien, zum Beispiel hier ist ein Pfingstgottesdienst zum Beispiel, wollen die dann machen im Mittelalter und so weiter und so fort. Das kann man sich eventuell mal angucken, kann's gut interessant sein oder so. Auf jeden Fall, ne? Also, nicht, dass das Video jetzt, was weiß ich, wie lange geht und ich quatsch euch hier zur Müdigkeit und zum Tode, ne? Aber ich wüsste jetzt nicht anders da, wie man Emotionen in Rollenspiel jetzt wirklich, ähm, ähm, Emotionen äh, sind Emotionen sind auch irgendwo situationsabhängig, ne? richtig, richtig. Das kann man nicht so wirklich festlegen im Rollenspiel. Weil jeder hat ja, wenn man jetzt in einem Roleplay ist, ein Roleplay macht, hat man verschiedene Emotionen, ne? Entweder man ist fröhlich, man ist, fleißig, ne? Ja. Und das versucht man halt dann, ne, zu beschreiben. Richtig. Das Mehr ist ist das gar nicht. mehr geschrieben, als wie man über WhatsApp oder die ganzen neue Dinger, Skype oder so, diese Smileys einfach nur macht. Na, hier muss Richtig. man beim Rollenspiel, muss man es halt ein bisschen mit. Man kann jetzt auch, meistens ist es aber auch so, fällt man noch drauf ein, wenn man jetzt zwar in der Rolle mit drinne ist, ne, dann macht man, was weiß ich, hier was im, na, im, in solchen Zeichen hier in Klammern zu, ne, da wissen die anderen zum Beispiel, aha, sie ist jetzt, mit ihr kann man jetzt erstmal nichts anfangen, mit der oder mit diejenige, die ist AFK. Weiß gerade nicht, wo du hinspringen wolltest, aber egal. So, also. Ne? Fühlt euch wohl, solltet ihr Fragen haben. Wie gesagt, weitere Notizkarten. Es war ja klar, dass das jetzt kommen musste. Aber egal, Bisschen Spaß muss sein. richtig. Und wie gesagt, einfach Notizkarte an uns oder an Schatz schreiben, wenn wir nicht on sein sollten, dann kriegen wir das auf jeden Fall mit. Oder wenn ihr was schreibt, dann kriegen wir das sowieso mit, weil wir das ja in der IM lesen, wenn ihr Ideen oder sowas habt. Ne? Also, fühlt euch wohl und bleibt gesund. Eure Sandy und Zipporinchen.